Schön, dass du zur nächsten Folge Reisetipp am Sonntag wieder eingeschaltet hast. Fremdwährungsgebühren, schlechte Wechselkurse sind auch für uns oder jeder anderen Reisenden jedes Mal ein Kraus. Aber es gibt eine Kreditkarte namens Wise, die verspricht, diese Gebühren und diese Wechselkurse zu minimieren und besser zu machen. Macht das diese Karte zur besten Kreditkarte? Oder für wen ist diese Karte am besten geeignet? Diesen Fragen gehen wir heute hier bei Reisetipp zum Sonntag nach. Wie gesagt, heute stellen wir euch die Karte Wise vor. Wir nutzen diese hauptsächlich hier in Kanada. Aber man könnte theoretischerweise diese Karte auch in 50 anderen Währungen benutzen. Also, wenn ihr euch bei Wise anmeldet, bestellt ihr euch diese Kreditkarte und könnt diese dann auch direkt in euer Apple Wallet hochladen. Somit könnt ihr, wenn ihr im Ausland ganz normal einkaufen geht, eben dieses Apple Wallet benutzen, um zu bezahlen. Ihr müsst diese Karte gar nicht erst dabei haben. Ihr könnt euch zum jeweiligen Land, in dieses ihr reist, auch dementsprechend Konten anlegen. Thailändische Baht, kanadische Dollar, US-Dollar, mexikanischer Pesos etc. Wir machen hier und heute mal unser Beispiel, wie wir Wise benutzen und stellen sie damit euch vor. Wir haben uns beide jeweils ein kanadisches Konto, also für kanadische Dollar, angelegt. Dementsprechend können wir jetzt von unserer deutschen Bank an unser kanadisches Wise-Konto Geld senden, das dann direkt umgewechselt wird in kanadische Dollar. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass wir für 100 Euro, die wir überweisen auf dieses kanadische Konto von Wise, nur 94 Cent Transaktionsgebühren bezahlen und der Wechselkurs relativ gleich bleibt. Warum ich relativ sage, ist, weil Wise nochmal einen kleinen Unterschied hat zu dem Google-Wechselkurs. Google-Wechselkurs ist so ziemlich das aktuellste und das Beste. Wise ist ein bisschen schlechter, aber im Gegenteil zu den deutschen Banken trotzdem noch wesentlich besser. Zum Vergleich, wenn ihr in Deutschland ein Konto habt und habt hier in Kanada ebenfalls ein Konto und wollt euch von diesem deutschen Konto Geld rüber überweisen auf euer kanadisches Konto, berechnet euch eure deutsche Bank 5% Überweisungsgebühren. Das wären bei 100 Euro schon mal 5 Euro. Darauf kommen dann noch internationale Transaktionsgebühren, die sich zwischen 10 und 30 Euro belaufen. Wise hat deutlich niedrigere Transaktionsgebühren und deutlich bessere Wechselkurse wie zum Beispiel unsere deutschen Banken. Jedoch gibt es natürlich auch bei Wise ein paar Nachteile und Vorteile. Wir fangen aber mit den Nachteilen an. Wise wirbt zum Beispiel damit, dass ihr überall auf dieser Welt kostenlos Geld abheben könnt. Dies ist der Fall, aber ihr könnt nur im Monat bis zu 200 Euro von eurem Wise-Konto abheben. Alles, was darüber hinausgeht, verrechnen die euch auch Gebühren bis zu 1,75% auf das abgehobene Geld, das ihr euch vom Geldautomaten holt. Des Weiteren dürft ihr auch nur zweimal im Monat an einem Bankautomat eurer Wahl Geld abheben. Ansonsten verlangt Wise eine Gebühr von 50 Cent. Allerdings finden wir das persönlich nicht gerade viel. Bei eurer Wise-Karte habt ihr keinen Kreditrahmen. Das heißt, ihr könnt immer nur das nutzen, was ihr auch tatsächlich
auf euer Wise-Konto bezahlt habt. Also wir würden sagen, das ist ein Nachteil und ein Vorteil, weil wenn man mal vergessen hat einzubezahlen, kann man nicht ins Minus gehen. Allerdings durch die Modernisierung, Digitalisierung, whatever, kann man dementsprechend schnell reagieren über die Wise-App und kann sich von seinem deutschen Konto gleich wieder Geld auf bei uns unser kanadisches Konto rüber überweisen und dementsprechend gleich bezahlen. Des Weiteren kann man sich natürlich durch das, dass man nicht ins Minus gehen kann, dementsprechend bei Wise nicht verschulden, was wir wiederum auch genial finden. Da die Wise-Karte eine Prepaid-Karte ist, kann man diese leider nicht nutzen zur Automietung, wenn ihr im Ausland euch ein Auto mieten wollt. Weil man ja bei der Autovermietung meistens eine Kaution hinterlegen muss und diese über eine Prepaid-Karte nicht funktioniert. Also man kann diese Kaution über die Prepaid-Karte nicht hinterlegen. Die Wise-Karte bietet euch auch leider keine Zusatzleistungen, was Reise, Krankenversicherung, Gepäckversicherung, whatever angeht. Finden wir persönlich aber nicht schlimm, da die Transaktionsgebühren und die Wechselkurse deutlich geiler sind und man damit einiges an Gebühren sparen kann. Das Blöde ist, wenn Wise tatsächlich Insolvenz anmelden sollte, dann ist euer Geld futsch, weg, ciao. Dementsprechend bitte kein Sparkonto bei Wise anlegen, sondern nutzt Wise tatsächlich nur für zum Beispiel wie bei uns das kanadische Konto, wo die Löhne draufgehen. Und wenn ihr aus Kanada dann dementsprechend wieder verreist, transferiert es rüber auf eure deutschen Konten. So, kommen wir nun nach den Nachteilen zu den Vorteilen der Wise-Kreditkarte. Die Wise-Kreditkarte kostet euch zum Beispiel Jahres nicht so wie andere Kreditkarten wie Amex oder sonst welche. Außerdem ist die Beantragung der Wise-Karte ziemlich easy und man benötigt keinen Schufa, Anträge, Beiträge, whatever, um diese Karte zu bestellen. Ebenfalls ist die Wise-Kreditkarte mit Google Pay und Apple Pay zu nutzen und außerdem, wenn ihr zum Beispiel jetzt in unserem Falle von einem kanadischen Wise-Konto zu einem kanadischen Wise-Konto Geld überweisen wollt, ist dies komplett kostenlos. Also fassen wir nochmal das Ganze ein klein bisschen zusammen für euch. Die Nachteile zuerst: beim Aufladen des Wise-Konto bezahlt ihr minimal Gebühren. Dann bezahlt ihr Gebühren beim Geldumwandeln, die aber auch nicht so hoch sind. Außerdem habt ihr leider Einschränkungen beim Geldabheben und ihr habt keinen Kreditrahmen, wo ihr überziehen könnt, was Nachteil und Vorteil ist. Und denkt bitte dran, nutzt das Wise-Konto nicht als Sparkonto, weil wenn Wise insolvent geht, ist euer Geld weg. Nun zu den Vorteilen dieser tollen Karte. Ihr habt einen deutlich besseren Wechselkurs wie bei euren Banken in eurem Heimatland. Außerdem habt ihr bei dieser Karte keine Jahresgebühr und ihr habt deutlich kleinere minimierte Gebühren, was die Transaktion und die Wechselgebühren angeht. Ebenfalls ist die Wise-Karte einfach zu beantragen und ihr könnt sie mit Apple Pay und Google Pay ebenfalls nutzen. Und wenn ihr von einem zum anderen Konto Geld schicken wollt in derselben Währung, kostet euch das 0,0. Nun zum Fazit zu der Kreditkarte von uns für euch. Wir sind mit unserer Wise-Kreditkarte sehr zufrieden. Bisher hat es auch überall geklappt, Geld abzuheben mit dieser Karte.
Wir sehen sie außerdem als gute Ergänzung zu unseren anderen Debit- oder Kreditkarten, die wir auf unserer Reise dabei haben. Jedoch ist sie als alleinige Reisekreditkarte nicht so gut, da man mit dieser Karte keine Kautionen oder etliches hinterlegen kann. Für Personen wie uns, die wir in Kanada arbeiten und das Work-and-Holiday-Visa haben und auch benutzen, ist diese Weißkarte natürlich perfekt, um teure Wechselgebühren, Transaktionsgebühren zu umgehen, damit wir unsere kanadischen Dollar auch wieder in Euro umwandeln können. Also, wenn ihr lange reisen wollt, könnt ihr euch natürlich die Weißkarte auch holen, da ihr verschiedene Konten damit eröffnen könnt, auch thailändische Baht, mexikanische Pesos. Und dementsprechend, wenn ihr in andere Länder reist wie Thailand oder Mexiko, könnt ihr auch eure Euros rübersenden auf ein mexikanisches Konto und dort wiederum gebührenfrei dann bezahlen. Nichtsdestotrotz solltet ihr auch andere Kreditkarten dabei haben, um, wenn ihr ein Auto mieten wollt, dementsprechend die Kaution hinterlegen zu können. Dementsprechend ist die Weißkarte einfach nur eine tolle Ergänzung für uns und für andere Reisende. So, das war es auch schon wieder mit dem Reisetipp zum Sonntag. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lässt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, damit wir euch im nächsten Video oder in kommenden Videos diese Fragen beantworten können. In diesem Falle bis zum nächsten Mal, der heißt Reisetipp zum Sonntag.